Idiot. Sehen das Licht? Ist das nicht die Batterie? Ich glaube, das ist die Batterie. Hallo? Hallo? Entschuldige. Mein Name ist Sean und da hinten ist Rebecca. Meine Komplizin. Hallo. Verflucht gute Arbeit vorhin, meine ich ganz ehrlich. Uns all diese Daten zu beschaffen. Ist nur bedauerlich, dass unser Kontaktmann hier drin so ein, Fanatiker war. Das trifft es wohl, schätze ich. Wir nehmen, wen wir kriegen. Genau, sehr gut gesagt. John erschien uns als gute Gelegenheit, tiefer in die Cloud-Server von Abstergo einzudringen und dafür schäme ich mich nicht. Wir ergriffen sie. Nur wussten wir leider nicht, dass er dich dafür eingespannt hatte, als Sündenbock, falls es schief geht. Ich schätze, es hat ja doch noch alles super geklappt. Größtenteils, jedenfalls. Was Sean eigentlich sagen will, ist, wenn du weiter für uns hacken willst, sag Bescheid. John hat dir Sicherheitsfreigabestufe 3 gegeben, bevor er starb. Das solltest du nutzen. Die Assassinen können leider nicht so viel bezahlen wie die Templer. Aber es wird sich trotzdem lohnen. Sieh mal, wir sollten uns kurz fassen, Bex. 20 Sekunden. Richtig. Viel Glück. Mach's gut. Echt gute Arbeit, echt gut. Klopf dir auf die Schulter. Und frohes Hacken. Surrogate Initiative, Test Session 32. January 11th, 1981. Host Eileen Bach. DNA sample SB1970. Miriam? Miriam, is that you? Are you in here? Bartel! Oh, thank God you're safe. You've been worried sick. Bartel, how did they find you? Oh, Jesus, what would they do to you? Has they hurt you at all? I told them nothing. All they do every day is ask about you and that artifact. But I didn't tell them anything. Nothing. I know you didn't, Miriam. But how are you? You aren't hurt? Not badly, no. I'm fine. Good. We need to get the message out to Oscar. Somehow. We need to tell him where... Very interesting footage, Eileen. This is Germany, you said. World War II? Most of the memories I've been able to access come from a period where Miriam was imprisoned by Nazis in Cologne. Miriam. Is she still alive? No, she was my ex-husband's mother. She passed away about 5 years ago. Well, she was spirited. An impressive lady. Definitely. And the man, Bartle. He made reference to an artifact. Any idea what that is? My team is looking into that, but it's not our first priority. We still need... It is now. Really? You must have other recordings of this woman. Are there any other mentions of this artifact I should know about? Half a dozen or so, yes. What's this about? You have questions, I understand that. I don't have answers for you. Not right now, but I do have money. And if you get me those recordings and bring me any other artifact references you find, then I will triple your operating budget for as long as I can. Triple my budget? My God, what is this? 9 a.m. Monday morning, my office. We have a lot to discuss. But Lillian, I don't... Have a good weekend, Mrs. Bach. Fantastic work. Hello, this is Carl. Hi, it's Eileen. Hey, how are you? Good. Busy. Cold. The winter's been terrible. Seamus won't like that. The weather's been mild out here. Well, he's only coming for a month. He'll live. And I'll be so busy he won't have to worry about his mother bothering him. Still working 12-hour days. I should move a bed into my lab. Look, if you're too busy, Seamus can stay with me. No, I want to see him. We'll have fun. You're not too busy to be a mom and a genius. Of course not. His flight lands at 8:15 p.m. tomorrow night. You'll be there? Of course. 8:15. p.m.
Let him know you'll be there. Thanks, Carl. I need to run. I'm sorry. Take care. You too. Ah, Eileen. Didn't see you come in. I'm not interrupting? No, it's fine. The subject is unconscious. He's traipsing around 18th century New Orleans right now, in the memories of a woman. That must feel odd. How long has he been under? 83 minutes. Whoa. It's average. What can I do for you? I just wanted to thank you for sending Lillian to see me. She came away very impressed. There. You see? All these bureaucrats need is a little glimpse of our secrets every so often. They like to feel like they're still in charge. Lillian is most definitely in charge. She just tripled my budget. Tripled? Christ, Eileen. You must have discovered who killed Kennedy. Well, she heard something on one of my tapes that interested her. Something about an artifact. Very vague, but it was enough. An artifact? What sort of artifact? Jesus, get him out of there! Get him out! Oh my god. It'll kill him! He's not decoupled! He's having a fucking seizure! Power down! Now! Heart rate 170! Power down! Now! Eileen, Warren here. I was all ready to apologize for the late call, but you seem to be away. Maybe with your son. Listen. Since the unfortunate incident with Subject 1, there's been a lot of dire talk around the office about my Animus project. About shutting it down. About it being unsafe. Typical top brass bullshit. And if they shut me down, then your surrogate initiative goes away too. I'm sure you're already well aware of that. Well, let me be the first to reassure you. This will not happen. I will not let them take this from me. From us. I will not let one death of an undiagnosed epileptic, I should add. I will not let this destroy the decades of incredible research done by our predecessors. And the 5 years I've spent perfecting the Animus. There's still more work to be done. And countless rewards to be reaped. So I wanted you to be the first to know. I have decided to volunteer myself as my second subject. I am convinced that the Animus is perfectly safe, provided I stay within the boundaries of my own ancestral bloodline. Next week I plan to prove this by staying a full 4 hours in the Animus. I would be grateful if you and your team would monitor my progress. And after this necessary but ridiculous proof of concept, I give you my word that I will work closely with you to solve your outstanding problems. Your surrogate initiative is a bold idea, and I do believe it is the future of the Animus project. But while we have the Animus itself, I do not want to waste precious opportunities to prove its safety. I'll see you in the office on Monday. Goodbye.
Anfängliche Nachforschungen in das Leben von Radon Hagedon konzentrierten sich auf die Zeit seiner späten Jugend bis in seine frühen 30er. Aber unsere Forscher blieben unbeeindruckt von seiner ruhigen und stoischen Art, gepaart mit extremen Wutausbrüchen. Dies war nicht die Art Führungsperson, die wir unterstützen wollten. Wir entschieden uns daher, in seine frühe Kindheit zu tauchen, in der Hoffnung, dass Szenen des vorkolonialen Amerika mehr Anreiz bieten würden. Wie man hier sieht, existiert ein gewisser naiver Charme, eine Unschuld bei diesem Jungen. Leider haben unsere Forscher den Eindruck, dass die Geschichte des jungen Mannes äußerst problematisch ist. Erstens die Omnipräsenz der Mohawk-Kultur, die nicht das Gleichgewicht aufweist, die ganze Geschichte Amerikas zu erzählen. Und zweitens wäre die Sprache der Mohawk für viele unserer Kunden sicherlich ein Hindernis. Daher glauben wir, dass obwohl Radon Hagedons frühe Jahre für unsere gebildeteren Kunden von Interesse sein mögen, es unwahrscheinlich ist, dass diese Geschichte eine breite Masse anspricht. Sie ist dem normalen Publikum zu fremd. Unser Team empfiehlt auch hier ein Nein. Unsere Forscher haben sich das Leben von Altair ibn La'ahad angesehen und hofften, eine Biografie zu finden, die als Beispiel für Abstergos globale Öffentlichkeitsarbeit dienen kann. Aber leider ist dieser abtrünnige Assassine nichts dergleichen. In diesem Material sehen wir einen Mann, der vergnügt einige der strengsten Tabus seiner Kultur bricht und das mit einer Arroganz, die an Größenwahn grenzt. Altair, no, this is not our way. To burn a man's body is forbidden. Viele unserer Forscher empfanden die Argumente seines Rivalen, eines Mannes, den wir als Abbas kennen, als klarer und überzeugender als alles, was sie sonst von Altair zu hören bekamen. Ich habe eine Anfrage eingereicht, die Suche nach Abbas' Nachfahren zu verstärken, falls welche existieren. Es ist uns klar, dass Altairs Verfehlungen zu den Hauptgründen gehörten, warum sich sein Orden Mitte des 13. Jahrhunderts aufgelöst hat. Und wir können nur ahnen, welch unglaublicher Fortschritt es gewesen wäre, hätte sich Abbas' moderate und vernünftige Philosophie durchgesetzt.
Unsere anfänglichen Berichte sagten, Ezio wäre der ideale Kandidat für zukünftige Abstergo-Projekte. Charisma, sein Sexappeal und der trockene Humor verliehen ihm Führungsqualität. Doch der Einfluss des Assassinenordens wurde stärker und beraubte ihn dieser Qualitäten, als er tiefer und tiefer in den Teufelskreis der Rache verfiel. Ezio war bekannt für seine passive Hinnahme des Bösen. Er war auch ein Mann von Widersprüchen. Er predigte Gedankenfreiheit und reiste doch weit über seine Heimat hinaus, um andere zu seinen Idealen zu bekehren, wie etwa dieses leicht zu beeindruckende chinesische Mädchen, kaum älter als 20. Man beachte diese Tatsache bei der Beobachtung seiner Gesten. Ezios gesamte Persönlichkeit basiert auf Demagogie. Er behauptet, seine Philosophie drehe sich um die Liebe, und doch beherrschen Gewalt und Nötigung sein Handeln. Wir sind deshalb zu dem Schluss gelangt, dass es zu riskant ist, Ezio Auditore da Firenze als Marke zu entwickeln. Hast du den gehört? Was war los? Er ist verschwunden.
timestamp August 16th, 2013. The following audio clips were selected from over 160 hours of reel-to-reel tape found in the residence of the late Dr. Warren Vidic following his murder in December 2012. According to labels on the tape's canisters, these recordings were made over a 14-month period between 1980 and 1981 without the consent of their primary subject, Mrs. Eileen Bach, a colleague of Dr. Vidic's and the originator of Abstergo's surrogate initiative. Mrs. Bach is now deceased. It should be stated unequivocally that Dr. Vidic made these recordings illegally and of his own volition using wiretaps and hidden microphones. Abstergo Industries had no knowledge of his actions and disavows any responsibility for them. And we're live. Capacitors at full. Ease the signal in. A little more. You feel anything? Don't be timid. Double it. No, we're taking it easy. 20%. 30. Eileen, go easy. We're 6 past yesterday. And boost the inputs. Too risky. Not if we split the I/O signals. 25%. He's up. Oh, okay. There. I see something. What is it? Mein Gott. I hear talking. You're okay? Ja, ich höre Stimmen. It's German. Mein Name ist Miriam Kurz. I see a light. It's cold. Ich werde nichts sagen. There's a man with me. Mehr werde ich nicht sagen. Keep an eye on our vitals. Mein Name ist Miriam Kurz und ich bin eine Navajo. Des Hitlers Zwang, der macht uns klein. Noch liegen wir in Ketten. Doch einmal werden wir wieder frei. Wir werden die Ketten schon brechen. Eileen? Denn unsere Fäuste, die sind hart, ja. Und die Messer sitzen lose. Für die Freiheit der Jugend kämpfen Navajos. Switch off. Powering down. Kämpft Navajos. Get her out of there. Oxygen from the valve. No. No, Satish, I'm fine, really. Quit the heroics. Just breathe. Better? Yes, thank you. Did we get something? It'll take a while to pass. What did you see? It wasn't just seeing. It was feeling. Being. I was scared. You were shouting in German? I think I was in Germany. I was in Germany, Satish. Good morning. Well rested? Exhausted. Yesterday was an incredible find. Seems so. What did it feel like? It's foggy, but I relived the memories of a young German woman. Early 20s, I think. A man was interrogating me, looming over me and asking questions. He was shouting, but I was shouting back. And then this poem just came out, like a chant. Fascinating. I'm eager for you to hear the tape. Is it ready? Yes, we transliterated the data onto an audio file. It took all night to process the language. Spool it up. Of course. Have a seat. Judging by the subject matter and the setting, I'd say you landed somewhere in Germany in the 1940s, 1 or 2 generations back. During the war, I'd imagine. 1940s Germany? That would be Miriam Kurtz, my ex-husband's mother. So she's not related to you in any way? God, I hope not. I'd hate to find out my ex-husband is also my brother. Well, if it was Miriam Kurtz, then we hit a home run. You tapped into someone else's bloodline entirely. Should we celebrate? We'll listen first. Surrogate Initiative, Test Session 23, July 29th, 1980. Host, Eileen Bach. DNA sample SB1970. It's a little garbled at first. This is you settling into the memory. Your name, say it. My name is Miriam Kurtz. Louder. My name is Miriam Kurtz, and I am Navajo. Where did you last see the artifact? Who holds it now? I'll say nothing. I've told you all I will. I don't believe that is true. Who has the artifact? Hitler's dictates make us small, and are bound in chains. But one day again, we shall walk tall. No bind will us restrain. Enough! For hard our fists, yes, and the knives at our wrists for you to be free. Navajos lay siege. Knock her away. Navajos lay siege. And that's where we pull you out. Whoa. What would it take to get a visual render of all that?
months, unfortunately. It took 13 hours just to process the audio. Visual takes much longer. But Vidic is able to record audio and visual in real time. How does he do it? His subjects are exploring their own genetic memories. That requires much less processing power. Hold on, sorry. Eileen here. Hello. You have 10 o'clock in Lillian's office. It's 10:13 now. Oh, shit. I'm sorry. Tell her I'll be right there. And tell her we have some good news. No problem. You in trouble? The monthly progress report. I'm trying to be honest about our progress, but no matter how much I polish our facts, Warren Vidic swoops in, promising the moon for pennies, and gets 10 times the funding for his Animus project. Well, we are using his Animus technology. He's the foundation. We are the skyscraper. Which is why he should be a tech lead, not a project director. Good work, Satish. It's incredible footage, really. Clear and vivid. And the subject was synced for a full 62 minutes. Came out speaking French after his last session. Passably fluent. And with full recall of everything he'd gone through. Sorry I'm late. I was reviewing some data. It's fine. Warren was just telling me about his first subject, Mr. No names. Call him Subject 1. Confidentiality. And how about you, Eileen? What's your good news? Well, we did it. We synced with an unembedded memory outside the bloodline. That's a first. Really? Satish was able to process the audio today. A short clip. You can hear it for yourself. Only audio? No real-time memory feeds like Vidic has? Well, that's the difficulty with surrogate genetic memory data. Because I'm viewing memories not embedded in my own DNA, we can't rely on my cognitive faculties to help me process the signal. All we can do is record the raw data and transliterate it later. Hold on. You're running this experiment on yourself? I am. It's going well. I don't like the sound of that. Look, the sample I'm using, the DNA comes from my own son. It's safer this way. Ah, good thinking. 50% of my son's DNA is also mine, which reduces the danger by a huge margin. Meaning, I can now explore the memories of people who aren't directly related to me on his father's side. But for brief periods of time, I imagine. Right. Just a minute or two so far, but we're getting there. Come by the lab and listen for yourself. I will, when I have a moment. Unfortunately, work beckons. Ladies? That man is colder than a San Francisco summer. Stay focused, Eileen. You both have important work to do. Obviously. But my work requires his Animus technology. I feel a little caged in. That's collaboration, Eileen. It's how science works. I shouldn't have to remind you. I know. I'm just tired. Stop by and see us today. We have a lot to share. If not today, then this week sometime. Thank you.
Surrogate Initiative, Test Session 27, October 21st, 1980. Host Eileen Bach, DNA sample SB1970. Miriam, my dear girl, there is no good reason for you to be here. But your intransigence requires that I detain you until you give me information I can act upon. The location of the artifact, perhaps, or the whereabouts of your leader, Bartel Shing. Just a little something to give Minister Goebbels some encouragement that we are on the right track. How about a nice hug? He looks so sad in all his photographs. Yes, he does, doesn't he? Perhaps you could pay him a visit yourself. He likes beautiful women, actresses, musicians. Pirates? That's right, pirates. Pirates of the Edelweiss. Isn't that what you kids call yourselves? It's very amusing. And illegal, of course. Breaking Hitler's laws is half the fun. Oh, I imagine so. I imagine you were having a wonderful time just before we captured you and your insurgent friends. And that's the end of it. Damn it. Why can't we sustain the signal for more than just a few minutes? I need to relax. That's not the issue. This is dangerous work. These memories aren't in your bloodline. That's why it's not holding. There's got to be a solution. Any idea what they mean by the artifact? I've heard it a few times now. Not sure. I don't think Miriam knew either. Not much comes into her mind when she asks about it. But she's protecting the other members of her group, the Edelweiss Pirates or something? Yeah. Bartel Schink. Have we looked him up? No, we can. We should. Put your intern on it. Right. High priority. Yeah. This isn't getting any easier. Jesus. Hello? Hi, Seamus. It's Mom. Hey. How are you? Dad! It's Mom! Hello, Eileen. Hi, Carl. How's Seamus? Great. We were out shopping for school clothes. Yeah. The summer just sped by. They all do. I never seem to notice. No windows in the office. Right. Trapped in a lab. So, did you need to talk? Yes, sorry. I was curious about your mother, actually. Oh. Okay. How much did she talk about the war when you were growing up? Not often. Bits and pieces. Why? I was doing some research last week about World War II, and something came up about the Edelweiss Pirates, or the Navajos, and your mother's name popped up. Really? That's an odd coincidence. Does any of that ring a bell? Yeah. Mom ran with that group while the war was on. There were a group of kids who wanted to avoid the Hitler Youth programs, but in later years they escalated their activities to, bigger ideas like vandalism and sabotage. But why Navajos and pirates? Just some of the names they used. Navajos, Edelweiss Pirates, you know, kids. There were little pins, little white flowers. I may still have hers. That's interesting. And this is for work? Researching my mother? Not exactly, but... Sorry, I can't talk about it. Right. You never could. Hey, don't. I didn't mean to be flippant. No. Don't mind me. All for the greater good. I like to think so. Power down. You all right? Damn it! 5 months of this bullshit! We're floundering. Take it easy, Eileen. You're just stressed. I am not stressed. I'm frustrated. I'd like to go again this afternoon. No. There is no reason to rush this. We're hardly rushing. We're running into the same wall over and over again. Why can't we push through? Why can't you keep me in the Animus longer than 2 minutes? Because surrogate genetic memory data is fragile. The EEG is exploding and your brain is doing too much work. The longer you stay in, the more damage it does. It's even possible that... Possible that... It's possible the memories we're digging into could eventually overwrite your own. Like information on a tape drive. There's just not enough space in your head to do both. Here I come to save the day! Good afternoon, all. Did you invite him? No. But you did. Remember? That was months ago, Warren. What do you need? I wanted to stop by.
check on your progress. Well, apparently it's still too dangerous to keep me under for more than a few minutes. I always suspected that would be your biggest hurdle. The genetic memory sequencing is the easy part, if time-consuming. But the replay, that's something else. Yes? Let's think this through. My subjects are diving into their own genetic memories, so the information is already encoded in their heads. Which means the Animus has less work to do. Less computing, less parsing. Right. So to get your surrogate data working, to let people experience foreign memories, it'll take a hell of a lot more processing power than anyone has. Even Abstergo Industries. Ideally, we'd like to build an external processor that mirrors as many brain functions as possible. Something to handle the calculations. But the cost and upkeep of that would be astronomical. Let me see what I can do. I have some sway with Lillian. We won't build Rome in a day, but if we focus on the pretty buildings first, maybe we'll achieve something. Thank you, Warren. Till next, folks.
We are attempting to synchronize the DDS system. This will only take a moment. We are almost there. The DDS is now in sync. Thank you for your patience. We hope you enjoy your experience. Rudolf II invited many notable figures to his court, making Prague the center of European culture. Among them were Englishman Edward Kelly and his stepdaughter, Elizabeth Jane Weston. Observe her and report any alleged collusion.
February 12, 1981. Qualitative personal interview with Subject 1 on ancestral research regarding Evelyn de Grand Prix. How are you feeling? Any side effects? Not really. Aside from the headaches. They've been worse since I started staying in longer. But I don't want to stop. I like her. I want to know what she does next. What's it like? Reliving her memories. So different. The Animus, I mean. The past. At first it was confusing. Distracting. Like New Orleans, the stench. I wasn't expecting all the smells. Smell is the sense most directly linked to memory. When I'm in her memories, it's like I can smell more than I usually can. In general, women have a more acute sense of smell than men do. I had wondered how that would translate. Anything else? Yeah. She's smaller than me, but it's like her body could do more. Did that surprise you? At first, yeah. The ERA people might hate me for this or whatever, but I don't usually think of girls that way. Climbing things. My mom, my sisters. The animal feeling of Aveline sinking her hidden blade into the throat of... Go on. It doesn't feel feminine. What I think of as feminine. But then at the same time it does. Her center of gravity is way lower. That was a surprise. How easy it is to land. How steady I am on her feet. Sorry. This is hard to talk about. No, it's fascinating. This is what we need. Pure experience, in your own words. Okay. Can you tell me about Gerald Blanc? What about him? He and Evelyn were close, but we haven't been able to ascertain if he might be your missing ancestor. Do her memories suggest anything to you? Does this make you uncomfortable? Remember, these are her memories. You're just playing them back. It's not even acting. You're a researcher. Like you say, I haven't experienced her consummating anything. That would be... Anyway, I think maybe she was confused. Oh. Well, first of all, I don't really know for sure, okay? I mean, guys think about sex more than girls, right? That's a fact. As a researcher, what did you observe? Does it mean she's more like a guy if she thinks about... Is that why she's able to assassinate... Well, okay, here's the thing. I don't know her thoughts, but from what's in her memories, physically, the fidgeting, some hesitation, what she looked at, who she looked away from, the things she didn't say when I expected her to. If I had to guess what it meant, I would think she was thinking about sex. But I'm a guy, so I would think that, right? So what does it mean for women to act that way? It has to mean something else, right? As a subject, you're able to observe more finely than I am in review. What about unwanted attention from men? Well, I thought that would be the hardest thing to deal with. I'm not into that, for the record. Not at all. Yes, I know. But the way she dealt with it happens so often. It's like you stop noticing everything she does to avoid it. Crossing the street, eyes in the back of her head. She knew how to handle herself. When she was charming, felt kind of similar to killing. Or the build-up to killing. Can we take a break, Mr. Vidic? Of course. Ready to go on? Yes. Evelyn was black. And white. On her father's side. You're sensitive to that? I guess. I mean, I'm white. Evelyn looks black, so that's different. But you get used to it. Like with the girl thing. Until someone makes you not used to it. What do you mean? I don't think I've ever had to think so much about what I'm wearing or how I'm walking. But Evelyn, it's like she goes through her whole life in these uniforms. People expect her to behave in a certain way. Definitely.
Sometimes I worry I'll slip up and play too relaxed at the warehouse and, I don't know, blow her cover. You can't blow her cover. I know. I'm just replaying the memories. I can't change them, I know. But I see it, right? It's a risk. It's... stressful? Yes. It's best when she goes out as an assassin. On the roofs or in the bayou. I think she was more relaxed that way. Can you imagine? You're only relaxed when you're going to kill someone. Let's stick to memories rather than imagination. What about the slaves? They're kind of just... everywhere. I mean, that sounds bad. Slavery is bad, but no one's acting like slavery's bad. It's fun when she frees slaves. Is it supposed to be fun? We're not looking for supposed to. Focus on what it is. Er flog zum jährlichen Aktionärstreffen nach Chicago und ist einfach verschwunden. Hier ist er angekommen. Beziehungen. Surrogate Initiative, Test Session 37, August 9th, 1981. Host, Eileen Bach, DNA sample SB1970. Open! Good morning, Miss Kurtz. You look well, considering the circumstances. Are you rested? Have you eaten? Your friends are dead, Miriam. Bartel Schink and all his Navios, his Edelweiss pirates. Executed for 5 counts of murder. Without a trial. You must be proud. There was no need! They were scum! All of them!
You hear me? All of you are scum! 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 I see it so clearly now. He didn't break, did they? You have nothing. Quiet, girl! You don't have the artifact. If you did, you wouldn't be talking to me at all. Never use Lacey! I said never use Lacey! Never use Lacey! Quiet! Get down! Everything! Eileen, open your eyes. Can you hear me? Eileen! Eileen! Power's off! Get the position in here! Step aside, son! Eileen, talk to me. Can you open your eyes? Clear! Oh, God. No response. All right. Notes towards a speech in honor of Dr. Eileen Bock's premature retirement. When I first learned of Dr. Bock's unfortunate accident, I couldn't help but feel a great sense of loss at... No. Dr. Eileen Bock has and always will be a friend and colleague. When I first learned of her unfortunate accident, I was shocked, of course. To see any friend injured in such a way is deeply upsetting. And to further learn that her injuries were severe enough to force a premature conclusion to her brilliant career, well, I would not wish that fate on anyone. But if there is any solace to be found in her accident, it may be this: that she was injured in service of her research, in service of work that she cherished most dearly. And it is thanks to her, it is due to her diligence, that some of the mysteries of genetic memory have been further illuminated. And while it is true that work on her project, the Surrogate Initiative, as she called it, has been temporarily halted, the copious amount of work she has done over the past 3 years has been incredibly valuable. So while her work has been suspended for the time being, her legacy will most certainly live on. Quiet, Joan! Quiet!
Also, das wird ganz kurz, Dad. Etwas, um euch an mich zu erinnern, wenn es schief läuft. Wenn ich heute nicht aus dem Tempel zurückkehre. Ich habe versucht, optimistisch zu sein, aber ich kann nicht. Ich glaube, so viel Zeit in Connors Erinnerung zu verbringen, hat mich ängstlich gemacht. Seine Geschichte ist auf so viele Arten schmerzhaft. Trotzdem hat er nie die Hoffnung verloren, selbst als sein Vertrauen in andere schwand. Ich kann nur glauben, dass wir das Richtige tun, dass ich diese Katastrophe aufhalten kann. Ich weiß, dass... Ich meine, die Technologie ist da, sie wartet nur auf uns. Ich bin das letzte Puzzleteil. Etwas in meinen Genen oder Erinnerungen. Ein letztes Stück Code, mit dem das alles aktiviert wird. Deshalb bin ich hier. Deshalb haben sie mich hergeführt. Nur... ich weiß nicht, was es mich kosten wird. Meine Gesundheit. Mein Leben. Es ist unmöglich zu sagen. Ich weiß nur, unser Kampf gegen die Templer wird nicht vorbei sein. Was auch immer in dem Tempel ist kein Ende. Nur ein weiteres Kapitel in dieser endlosen Geschichte. Und es wird dein Job sein, und Moms und Seans und Rebecca's, die Seiten weiter umzublättern. Weißt du, ich muss immer an ein Zitat von Orson Welles denken. Irgendwie so, wenn du ein Happy End willst, kommt es darauf an, wo du deine Geschichte enden lässt. Und vielleicht ist das die Antwort. Vielleicht marschieren die Menschen deshalb immer weiter. Wenn da drin etwas schief läuft, Dad, wenn mir etwas zustößt und du meine Geschichte in vielen Jahren erzählst, bitte erzähl davon, wie ich von der Spur abkam und sie dann wiederfand. Gerade rechtzeitig, um die Welt zu retten. Und lass sie da enden. Dann können wir alle weiter lächeln. Leb wohl, Dad. Grüß Mom von mir. Sag ihr, ich liebe sie, okay? Sag ihr, ich liebe euch beide. Ich liebe euch beide.
Gentlemen, wie gefällt es euch hier? Es wird uns sicher reichen. Doch unser Ziel muss es sein, uns noch weiter zu verteilen. Unter den Menschen, die wir schützen, zu leben und zu wirken, so wie Altair ibn Ahad es uns lehrte. Nun, bis es soweit ist, nutzt es nach Belieben. Edward, Captain Woods Rogers Wunden sind verheilt. Er ist wieder zurück in England, entehrt und verschuldet. Bleibt aber gefährlich. Das erledige ich bei meiner Rückkehr. Ihr habt mein Wort. Guten Abend, Anne. Edward? In den nächsten paar Monaten segle ich nach London. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mitkämst. England ist die falsche Richtung für eine Frau aus Irland. Bleibst du hier bei den Assassinen? Nein, ich habe nicht die Überzeugung im Herzen. Und du? Irgendwann, ja. Wenn mein Geist zur Ruhe kommt und mein Blut sich abkühlt. Schiff voraus! Es nähert sich der Bucht! Du bist ein guter Mann, Edward. Und wenn du es einst länger als eine Woche an einem Ort aushältst, bist du auch ein guter Vater. Oh, the money that e'er I had, I spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Oh, all the comrades that e'er I had, they're sorry for my going away. And all the Mehr Segel! Alle Segel! they'd wish me one more day to stay. But since it falls unto my lot that I should rise and you should not, I will gently rock and softly call. Good night and joy be with you all. Good night and joy be with you all. Vater, konntest du schon immer ein Boot segeln? Die Jackdaw ist ein Schiff, Jenny. Kein Boot. Aber hast du es denn gekonnt? Nein. Nein, erst als ich Bristol verlassen hatte. Ah, als du Mom. Ich habe deine Mutter nicht. Ich ging jedenfalls nicht ohne Verabschiedung. Es war eine Abmachung, weißt du, zwischen deiner Mutter und mir. Sie sagte was anderes. Sie sagte, du sprachst immer davon, ein Boot zu segeln und in der neuen Welt reich zu werden. Ich wollte immer ein Schiff segeln. Das stimmt. Aber nicht zum Spaß, sondern für uns. Damit sie versorgt ist. Und du? Ich nicht. Mom sagte, du wusstest nichts von mir. Du hättest nur einmal im Jahr geschrieben und sie hätte nie gewusst, wo du gerade warst.
Das ist wahr und es tut mir sehr leid. Hätte ich es früher gewusst. Wer weiß. Vielleicht wäre ich gekommen. Ich hoffe es. Nun, du hattest zu tun. Da bin ich sicher. So war es doch. Das wäre egal gewesen. Kann ich dein Boot steuern? Boot? Ich sehe kein Boot hier. Du etwa? Ich meinte Schiff. Das weißt du doch. Ich sehe da sowieso keinen Unterschied. Ah, dabei ist es ganz einfach, Jenny. Ein Schiff kann ein Boot tragen. Aber ein Boot kann kein Schiff tragen. Na, dann ist doch alles ein Schiff. Ob groß oder klein, außer mein Spielzeugboot. Das, mit dem ich immer baden gehe. Das hast du sehr klug beobachtet. Ist es schwer, über Caroline zu reden, Jenny? Über deine Mutter? Nein. Sie starb vor vielen Jahren. Sie fehlt mir sehr, doch das geht schon. Hatte sie Schmerzen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sie war eine ganze Weile sehr glücklich. Dann nicht mehr so sehr. Da habe ich sie kaum noch gesehen. Und dann war sie fort. Das tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nicht für dich da war. Ach, schon gut. Jetzt bist du hier. Und wir erleben Abenteuer. Aber nur ein ganz kleines, hoffe ich. Ich vertrage keine großen Überraschungen mehr. Glaubst du, wir sehen einen Wal? Ja, das ist sehr gut möglich. Und was ist mit Piraten? Werde ich Piraten sehen? Nein. Das ist sehr unwahrscheinlich, denke ich. Oh, das ist schade. Ich hätte so gerne einen gesehen. Ich sag dir was, Jenny. Sobald sich der Wind etwas gelegt hat, darfst du die Jackdaw steuern. Ein Abstecher ans Ruder, bevor es dunkel wird. Oh ja! Miss Jennifer Kenway, darf ich mich euch vorstellen? Jennifer Scott, wenn's recht ist. Verzeihung, ich... Meine Tochter wuchs bei ihrer Mutter auf, Caroline, bis sie vor ein paar Jahren verstarb. Jenny zieht ihren Namen dem meinen vor. Ah, verzeiht meine Unkenntnis. Ich schon. Sie vielleicht nicht. Vater, hilf mir! Der kleine Rotzlöffel dagegen ist ein Kenway. Was ist los, Hatham? Ich kann die Bühne nicht sehen. Hoch mit dir. Besser so? Ja, doch wird dein Arm nicht müde? Hey, so alt bin ich noch nicht. Und falls ich ermüde, können wir ja gehen und deine Mutter treffen auf eine Schokolade bei Whites. Wie klingt das? Ja, bitte. Gut, still jetzt.
Hey, Captain! Müsst ihr verschwinden, Freund? You'll want nothing what can be found here, sir. You have my thanks. How might I find your favor today? I'll be here. Mehr Segelmänner! Alle Segel, sie verträgt das! Zwei Kriegsschiffe, Captain! Sie fahren direkt auf uns zu! Die sind uns überlegen! Feuer! Warten auf dein Zeichen, Feuer! Gegnerfeuer! Haltet euch fest! Feuer! Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Gegner feuert! Daneben! Feuer! Segel werden raus aus der Höhe! Feuer! Setzt jeden Zoll Segel! Vorsicht! Sie kommen! Gegner feuert! Feuer! Getroffen, Captain! Feuer! Kanone bereit! Feuer! Verfluchte Augen! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Segel fest zurück! Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten! Ober! Feuer! Gegnerfeuer! Achtung! Wurden getroffen, Sir! Feuer! Aufgeilen! Nehmt Druck vom Bauch! Feuer! 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 Mit jedem festen Stoff in den Wind! Feuer! Bereit machen für Aufschlag!
Achtung, Einschlag! Edward! Hebt den Befehl, Sir! Feuer! Verfluchte Augen! Sind bereit, Sir! Feuer! Nicht als Salzwasser! Feuer! Yay! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Er hat uns voll... Nehmt die Rahn auf den Wind! Feuer! So viel Segel wie ihr könnt! Feuer! Und getroffen, Sir! Feuer! Feuer! Wir rufen den Privat- und Farbsegelwerk! Feuer! Feuer! Farbsegelwerk! Auf! Bram! Marssegel! Haupt, Bram und Martin! Feuer! Gegner feuert! Die haben uns hart getroffen! Aber wir haben... Feuer! 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 Gegner feuert! Haltet euch fest! Schlag eingeschläft, Captain! Feuer! Noch ein direkter! Macht euch bereit! Runter! Wolltet gern schwimmen, hä? Feuer! Feindliches Feuer! Gegner Feuer! Feuer! Wir nehmen Alle so viel außer Schaden, Großwerk! Edward! Bereit zu feuern, Sir! Sie hat sich selbst entzündet! Die greift uns an! Vorsendern Noch eins runter auf davon! den Wir Grund! sinken! Wir gehen gleich unter, Captain! Haben's geschafft! Beine zerstört! Alles in Ordnung bei der Morgenwache, Edward. Can I help you? My thanks. Vieren und Fahrt aufnehmen!
Backbord! Hey, Schiff gesichtet! Oh, eine Bestie! Was macht sie? Sie kommt direkt auf uns zu! Die Hunde klar zum Feld! Wir fahren das Pulver aus! Feuer! Warten noch mehr Segel! Alle Segel! Feuer! Feuer! Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Feuer! Bereit! Feuer! Das hat Schaden angerichtet! Feuer! Wir treffen gleich auf! Feuer! Arbeiten dran! Feuer! Bereit zum Feuerkräften! Feuer! Gebt den Wind ab! Vorbei! Sind die Haken fest! Haltet euch fest! Pass auf, Captain! Wurden getroffen, Sir! Feuer! Getroffen, Captain! Feuer! Da sind sie verwundet! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Gefällt! Feuer! Legt jeden fetzen Stoff in den Wind! Feuer! Feuer! Wir wurden in Brand gesteckt! Bereit zu schießen, Sir! Sind bereit, Sir! Feuer! Du versenkst uns doch! Feuer! Feuer! Rein, Edward! Trefft die Trab- und Bramsegel! Feuer! Sie davon! Feuer! Bereit machen für Aufschlag! Er hat uns voll erwischt! Legt die Hauptsegel in den Wind! Sind bereit, Sir! Hauptsegel setzen! Halbes Segel! Feuer! Die Schlechter! Hey, Schiff gesichtet! Oh, eine Bestie! So viel... Was macht sie? Die kommt direkt auf uns zu! Ober! Feuer! Eine Salve genau da! Feuer!
Sir. Feuer! 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 Rahmen und Marssegel fest durren! Macht euch bereit! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Haben Schaden genommen, Sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Feuer! Bereit machen für Aufschlag! Ja, kommt schon, trefft die Bastarde! Feuer! Was Feuer? Damit sie verbunden! Feuer! Sind bereit, Sir. Feuer! Wir machen so schnell wir Feuer! Bereit für Feuer! Setzt jeden Zoll Segel! Feuer! Sind bereit, Sir. Am Ziel Haltet vorbei! euch fest! Noch ein direkter Feuer! Sie nehmen Feuer! Gegner feuert! Sie feuern, Sir! Nebendruck vom Bau! Feuer! Leesegel heißen, los geht's! Feuer! Nein! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Nicht als Obacht! Feindliches Feuer! Sie nehmen zu viel Schaden, Edward! Feuer! Feuer! Sind bereit, Sir. Feuer! Obacht! Vorsicht, Edward! Die haben getroffen, Sir! Alles! Hey, Schiff gesichtet! Oh, eine Bestie! Stopp! Was macht sie? Sie kommt direkt auf uns zu! Jetzt kaum! Feuer! Sie ist nah! Macht euch bereit! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Feuer! Sind bereit, Sir. Segel setzen, raus aus der Böe! Bereit machen für Aufschlag! Das Steuer, Captain! Hier ist der Schelm! Feuer! Los, Captain! Absegel reffen! Alle Segel, sie verträgt das! Feuer! Feuer! Am Ziel vorbei! Feuer! Erwarten Befehle! Feuer! Feuer! Mast- und Hauptsegelwerk! Ah, kommt schon! Trefft die Bastarde! Kanone bereit! Leesegel heißen, los geht's! Achtung! Vorbrachsegel bergen! Stopp! Rahm! Marssegel! Feuer! Wir sind Feuer! beschädigt! Entdeckung runter! Feuer! Wir gehen gleich runter, Captain! Feuer! Bereit zu feuern! Feuer!
Treffer mehr! Feuer! Daneben! Verdammt! Kanone bereit! Feuer! Daneben! Verdammt! Feuer! Segel einholen! Feuer! Feuer! Setzt jeden Zoll Segel! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Macht euch bereit! Noch so ein Treffer und das war... Hey, Schiff gesichtet! Oh, eine Bestie! Diese Seile! Alle setzen und schaffen Was zum Wind macht aus. sie? Sie kommt direkt auf uns zu! Setzt die Segel! Holt alle... Feuer! Lad nach! Bereit zu feuern! Feuer! Ja, Captain! Eine Salve genau da rein! Feuer! Acht und Traumsegelwerk! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Feuer! Nicht gut genug! Feuer! Wir wurden touchiert! Bereit zu feuern, Sir! Trefft die Traum- und Bramsegel! Feuer! So viel Segel wie ihr könnt! Bereit machen zum Aufschlag! Feuer! Feuer! Am Absegel werft sie! Feuer! Feuer! Und sie nieder, raus aus dem Wind! Bereit machen für Aufschlag! Diese Salve hat uns Segel setzen! Bewegung! Feuer! Feuer! Sind bereit, Sir. Achtung! Feuer! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Feuer! Alles setzen und Schacht zum Wind ausrichten! Feuer! Macht euch bereit! Der Steuerkapitän gibt das Schild! Bereit zu feuern! Feuer! Das zu reparieren wird dauern, Edward! Feuer! Kanone bereit! Achtung! Pass auf, Captain! Segelresten raus aus der Böe! Volles Segel, Bewegung! Feuer! Feuer! Feindliches Feuer! Alle außer Großschlag! Einschlag! Sind bereit, Sir. Feuer! Sie feuern, Sir! Fast fertig, Sir! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Nein, der Treffer könnte sie Feuer!
Schiff gesichtet! Oh, eine Bestie! Was macht sie? Die kommt direkt auf uns zu! Feuer! Feuer! Erwartet Befehle! Feuer! Obacht! Vorsicht, Edward! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Verlassen Sie uns! Feuer! Erwarten Befehle, Captain! Feuer! Aufgehen! Aufgehen! Feuer! Feuer! Halbes Segel, tanken das Wind ein! Wir wurden touchiert! Feuer! Am Ziel vorbei! Sind bereit, Sir! Feuer! Macht euch bereit! Feuer! Achtung! Wir sind gleich Treibgut, Captain! Feuer! Wir sind gleich vorbei! Lad nach! Feuer! 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 Verdammt daneben! Feuer! Wir gehen gleich unter, Captain! Bereit zu feuern! Feuer! Bereit machen für Aufschlag! Wir sind beschädigt! Feuer! Sind bereit, Sir! Feuer! Yeah! Feuer! Nicht gut genug! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Wir sind gleich Treibgut, Captain! Hey, Schiff gesichtet! Oh, eine Bestie! Was macht sie? Die kommt direkt auf uns zu! Ein guter Pilot weiß, wann er fliegen muss. Kommt schon, trefft die Bastarde! Kanone bereit! Trifft sie auf! Ram- und Marssegel festschnurren! Feuer! Macht euch bereit! Der Zimmermann wird Zeit brauchen! Feuer!
Befehle! Setzt jeden Zoll Segel! Feuer! Brav und Brav-Segel! Los! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Arbeiten, draufgeilen, neben uns Abbau! Feuer! Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten! Alle Segel setzen! Schoten fest! Feuer! 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 Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! 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 Haltet euch fest! Aber schwer beschädigt! Feuer! Feuer! Diesmal haben sie uns! Nehmt die Rahn aus dem Wind! Feuer! Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Sind bereit, Sir! Stopp! Rahm! Marstsegel! Achtung, Einschlag! Feindliches Feuer! Gegner feuern! Gegner!